begeben wir uns auf Reisen in bisher ungedachte Dimensionen der Geschichte der Menschen und der Götter. Willkommen bei Ex Mystica. Mein Name ist Pierre Dietz und ich führe Sie durch diese Sendung. Der runde Tisch wurde geschaffen, um Frieden zu wahren und Streit zu vermeiden, und keiner sollte dort sitzen, außer jenen, die unter den Rittern als ebenbürtig galten. Thomas Malory, Le Morte d'Arthur, ca. 1469 bis 1470. Zur Feier der Amtseinführung von User, der sich künftig Reich von Ben Dryon nennt, sind alle Stammesführer und Kriegsfürsten, die bei der Eroberung Letavias mitgewirkt haben, nach Mons Relaxus eingeladen. Auf einer weiten Lichtung in einem Tal an einem Ausläufer des Meeres steht ein großer runder Tisch. Mons Relaxus ist das heutige Morlaix. Das ist ein Ort in der Bretagne. In der Spätantike nennt sich das von Rom gelöste Gebiet auf der Halbinsel Letavia. Frei übersetzt bedeutet Letavia das Ende der Welt. Dieser Name ist in mittelalterlichen Dokumenten erhalten geblieben, bis der Landstrich die Bezeichnung Bretagne bekommen hat. Betrachten wir zunächst, wie dieses von Rom unabhängige Sonderreich entsteht. Die im Folgenden genannten Jahreszahlen sind ein Versuch, die Geschichte zeitlich einzuordnen, sind wissenschaftlich aber meist nicht belegt. 410 nach Christus dringt Alaric in Rom ein und entwendet einen großen Teil des Staatsschatzes aus dem Jupitertempel auf dem Kapitol. Alaric ist ein Gothe, was die lateinische Schreibweise ist. Die Griechen nennen das Volk oberhalb der Donau Skorsen. Der von Alaric entwendete Schatz besteht laut Zosimus überwiegend aus 5.002 Pfund Gold, zudem 30.000 Pfund Silber sowie anderen Wertgegenständen. Das sind rund 13 Tonnen. Die Gossen verladen den Schatz in schätzungsweise 30 bis 35 Ochsenkarren. Da die Strecke über schwierige Höhenunterschiede verläuft, gehe ich von einer maximalen Beladung von 400 Kilogramm pro Ochsenkarren aus. Auf dem Weg nach Afrika stirbt Alaric in Corsentia, dem heutigen Cosenza. Dann ziehen die Gossen unter Astolphus in Richtung des ihm neu zugewiesenen Siedlungsgebiets Tolosa, dem Land der Santonen und Piktonen. Am Rand der Pyrenäen überfällt Fortigus die Karawane der Gossen und entwendet einen Teil der Beute. Dieser Teil des Schatzes gelangt nach Condate, dem heutigen Rennes in Westfrankreich. Nach einigen Streitigkeiten und Schlachten übernimmt User zusammen mit Morin den Schatz. Das versetzt ihn in die Lage, Letavia endgültig von Rom abzuspalten und ein Sonderreich zu etablieren. Ein Reich, das ohne den erbeuteten Schatz niemals so lange existiert hätte. Für die Siegesfeier lässt User einen runden Tisch zimmern. Den Überlieferungen zufolge haben an der Tafelrunde 156 Personen Platz. Die Anzahl ist laut der Darstellung aus Winchester auf 24 Sirs limitiert. Der Anführer hat einen Doppeltisch, an dessen Seiten die Stühle unbesetzt bleiben, um Attentäter rechtzeitig zu erkennen. Somit ergibt sich aus 26 Tischen je 6 Sitzgelegenheiten die zuvor genannte Zahl von 156 Personen. Jeder Teilnehmer der Tafelrunde bringt entsprechend bis zu 5 weitere Gäste mit, entweder aus seiner Familie oder von seinen Freunden. Jeder Einzeltisch hat demnach eine Breite von etwa 3,60 Meter. Die zusammengestellten Tische ergeben einen Durchmesser von etwa 30 Metern. Basierend auf der Rechnung, Umfang ist gleich 26 Tische mal 3,6 Meter, entspricht 93,6 Meter. Durchmesser ist gleich 93,6 Meter geteilt durch Pi ist gleich 29,75 Meter. User besetzt die erste Tafelrunde mit den folgenden Stammesführern und Kriegsfürsten. User: Corneus, Ulfin, Victor, Pellan, Mardok, Rience, Erbin, Gorlois, Cador, Bran, Concierge, nicht überliefert, Brunor, Bohor, Esclabor, Usley, Urien, Ban, Dagonet, Claudas, Bak, Boudicus, Hector, Lot. Die exakte Besetzung der Tische ist mangels Überlieferung nicht möglich. Auffällig ist der Unbekannte von Platz 13. Denkbar wäre, dieser Platz ist Mordin vorbehalten, der in Zusammenhang mit den folgenden Ereignissen seinen Namen hat tilgen lassen.
Nach meinen Überlegungen stand diese Tafel unter freiem Himmel an der Stelle, wo heute das Rathaus von Morlaix steht. Vor dem Gebäude ist ein Kreis markiert, der dem von mir ermittelten Durchmesser entspricht. Das bleibt aber reine Spekulation, wenngleich Morlaix einige keltische und römische Einflüsse in seiner Architektur und Stadtgestaltung aufweist. Meinen Berechnungen zufolge kommt Artus im Jahr 434 nach Christus in Caerleon zur Welt, das ich mit St. Paul de Leon identifiziert habe. Der Ort ist eine römische Garnison. Archäologische Funde deuten auf eine Militärpräsenz im 3. Jahrhundert hin, wobei die Stadt von ungewöhnlich hohen, wassergefüllten Wällen umgeben ist. Merlin, dem die kaiserliche Abkunft des Säuglings bewusst ist, bringt den Jungen zu Hektor, um ihn vor den Rivalen aus der eigenen Familie zu schützen. 449 nach Christus stirbt Jusser und seine Gefolgsleute Corneus, Erbin, Borhort, Esclavor und 3 weitere Freunde durch einen Giftanschlag, den der Sachse Erkulf ausführt. Sein Sohn Mardok ernennt sich zum Reich. Erkulf erschlägt ihn, um selbst die Macht zu übernehmen. Freunde des Ermordeten erwürgen den Sachsen und schaffen ein Machtvakuum. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen und hat zur Reflexion angeregt. Wenn meine Themen Ihre Beachtung finden, abonnieren Sie den Kanal und lesen Sie zudem kostenfrei meine Artikel bei der Online-Zeitschrift mysticum.at.